Ja, guten Morgen, Herr Dr. Puitkamp. Sehr vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen können für dieses Interview. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen und auch Ihren Verband und welche Position Sie in Ihrem Verband haben. Ja, guten Morgen, Frau Tränkner. Mein Name ist Hermann Büttkamp. Ich arbeite jetzt seit etwa 4 Jahren beim VDMA, dort im Fachverband Landtechnik. Der Fachverband Landtechnik ist einer der größeren Fachverbände im VDMA, hat 180 Mitgliedsfirmen und etwa 15 Beschäftigte. Die 180 Mitgliedsfirmen umfassen ungefähr 35.000 Menschen in Deutschland und generieren einen Jahresumsatz von etwa 9 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und so wie wir das sehen können, sind wir auch alle recht gut durch die Corona-Krise jetzt gekommen. Das freut uns natürlich sehr. Ja, wenn ich Sie dann fragen darf, also Sie haben 'ne ganze Menge an Mitgliedsunternehmen. Welche Rolle spielt die deutsche Landwirtschaft in Ihrem Verband? Na, zunächst einmal vertritt der VDMA, also der Verband des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus, eben Maschinenbaufirmen und keine landwirtschaftlichen Betriebe. Dafür gibt es ja andere Verbände. Wir haben dennoch guten Kontakt zu einigen landwirtschaftlichen Betrieben, nicht sehr viele, vielleicht so 2 Dutzend, mit denen wir uns auch gelegentlich absprechen. Wir laden gerne auch mal Landwirte ein, die innovativ sind, zu unseren ja, Meetings, zu unseren technischen Ausschüssen, um eben auch mal die Seite der Kunden, unserer Kunden quasi kennenzulernen. Aber wir haben jetzt keine regelmäßigen Arbeitskreise oder Ähnliches mit landwirtschaftlichen Betrieben. Da wollen wir jetzt auch den Bauernverband oder der DLG nicht ins Handwerk pushen. Das ist eher deren. Aber bei Ihren Maschinenbaubetrieben sind auch Spezialbetriebe, die auf landwirtschaftliche Technik ihren Schwerpunkt setzen. Ja, ja, natürlich, das sind sogar die meisten. So die größten Mitglieder, die wir haben, das ist also vom Umsatz her, das ist dann vielleicht die Firma John Deere als größtes Landtechnikunternehmen. Dann sind natürlich die Firma Akku und CNH und Claas und. Ich will sie gar nicht alle auflisten, alle Mitglied bei uns. Wir haben eine sehr, sehr gute Mitgliederabdeckung. Ich würde mal meinen, vielleicht 2, 3 bis maximal 5% der Landtechnikfirmen, die es so in Deutschland gibt und die hier aktiv sind, sind bei uns nicht Mitglied. Ansonsten sind eigentlich alle Mitglied. Okay. Und wie Sie schon sagten, findet dann eben auch ein Austausch mit innovativen Landwirten statt, um eben an Maschinen und auch digitaler Technik weiterzuarbeiten. Wir veranstalten ja gemeinsam mit der DLG auch die Agritechnica und dort haben wir natürlich sehr viel Kontakt zu Landwirten, die halt die Messestände besuchen. Indirekt haben wir natürlich viel Kontakt mit Landwirten über unsere Vertriebsarbeitskreise oder Messe- und Werbung-Arbeitskreise, wo dann natürlich unsere Mitgliedsfirmen auch über ihre Kontakte zu den Landwirten eben berichten. Also uns ist das nicht ganz fremd. Aber dennoch, wir vertreten Maschinenbaufirmen, das ist unsere Aufgabe. Und wenn es dafür notwendig ist, mit den Landwirten in Kontakt zu treten, dann tun wir das auch, aber darüber hinaus eben nicht. Aus Ihrer Sicht darf ich Sie fragen, was sind derzeit die wichtigsten digitalen Lösungen in der Landwirtschaft? Ja, die ganze digitale Landwirtschaft begann eigentlich ähm, mit der automatischen Spurführung von Landmaschinen, also mit der Einführung von GPS oder dem Differential GPS, wir nennen das ja auch RTK, Real-Time Kinematics Lösungen. Und damit war es dann möglich, festzustellen, wo sich die Landmaschine genau auf dem Acker befindet, so auch wenige Zentimeter. Und so konnten wir dann Applikationskarten erstellen, wir konnten Erntekarten erstellen, wir konnten Fahrzeuge kooperieren lassen, miteinander kommunizieren lassen. All das hat zur Grundlage eben die hochgenaue Positionierung der Landmaschinen. Und daraus sind dann sehr, sehr viele weitere Anwendungen entstanden. Aber die erste Stufe der Digitalisierung ist sicherlich immer die automatische Spurführung von Landmaschinen. Wenn wir jetzt auf die Weiterentwicklung schauen,
Sehen Sie in der Ausbildung der Landwirte, sehen Sie da auch Bedarf, das Fach Digitalisierung mit zu behandeln? Finden Sie, dass die Ausbildung im landwirtschaftlichen Sektor ausreichend ist, auch für die zukünftigen Aufgaben? Naja, wir unterstützen derzeit den Aufbau neuer Lehrstühle an Hochschulen zur digitalen Landwirtschaft. Wir haben zum Beispiel 2 Stiftungslehrstühle beim VDMA, einer an der TU in München, der andere an der TU in Karlsruhe oder dem KIT. Die unterstützen wir finanziell. Das sind immer Verträge, die über 5 Jahre gehen, wo wir das ganze Institut finanzieren. Dann unterstützen wir zum Beispiel jetzt den Aufbau neuer Lehrstühle für Digital Farming in Kaiserslautern. Ähnliche Dinge laufen derzeit auch in Osnabrück, dort auch in Zusammenarbeit mit dem DFKI, also dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Auch in Dresden läuft es ganz gut an mit digitaler Landwirtschaft. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Stellen in Deutschland, an denen Landwirtschaft unterrichtet wird und auch Landtechnik unterrichtet wird. Also ich würde sagen, flächendeckend ist es noch lange nicht gegeben, aber wir haben schon die ersten Leuchtturmhochschulen, an denen es ganz gut und auch in die richtige Richtung läuft. Aber insgesamt kann man sagen, viele Landwirte, gerade so im Alter zwischen 30 und 40, sind hoch motiviert, sich mit digitalen Lösungen zu beschäftigen. Sie sind auch sehr digital affin, möchte ich sagen, und wollen das auch wissen, nur man muss jetzt auch eben die Angebote bereitstellen. Was und wo sehen Sie den größten Vorteil und den größten Nutzen in der Anwendung digitaler Technologien und Lösungen in der Landwirtschaft und vielleicht eben auch für die nächste Generation äh, der Landwirte? Naja, das kommt immer aus Sicht auf die Perspektive an. Für den Landwirt bedeutet digitale Landwirtschaft einmal präzisere Landwirtschaft, mehr Vernetzung von Maschinen untereinander. Und das führt natürlich zum einen zu höheren Erträgen, zu höherer Qualität von Lebensmitteln, also von der Ernte, allerdings auch zu geringeren Kosten. Also wir sehen durchaus, dass man mit digitalem Pflanzenschutz, wir starten jetzt gerade ein neues Projekt wieder, durchaus die Hälfte von Pflanzenschutzmitteln einsparen kann. Das ist für den Landwirt erstmal gut, weil er weniger Kosten hat. Aber natürlich ist es für den Boden gut. Und natürlich ist es auch insgesamt für das Ansehen der Landwirtschaft ganz gut. Also ich denke, viele Probleme, die wir derzeit in der öffentlichen Wahrnehmung mit der Landwirtschaft haben, werden etwas kleiner, wenn wir uns mit digitalen Lösungen, präziseren Lösungen beschäftigen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, erster Vorteil für den Landwirt, geringere Kosten, höhere Erträge, bessere Qualität. Für die Umwelt sicherlich weniger Chemie auf dem Acker, also weniger Phosphor, dann werden die Flüsse weniger grün, beziehungsweise die Seen, oder weniger Nitrat, Stickstoff, das heißt dann eben besseres Grundwasser. Und insgesamt glaube ich auch, wird durch Digitalisierung das gesamte Berufsbild des Landwirts viel besser. Und wir finden noch engagiertere Leute, die gerne Landwirt werden wollen, weil wir haben ja durchaus hier und da in Deutschland Probleme mit der Nachfolgegeneration. Auch das, glaube ich, können wir ein Stück weit in den Griff bekommen, wenn wir moderne Verfahren der digitalen Landwirtschaft anbieten. Ja, vielen Dank. Ich denke, da haben Sie die wichtigsten Punkte bezüglich Nachhaltigkeit Mhm. angesprochen. Nutzen für die Umwelt, Einsparung von landwirtschaftlichem Input. Ja. Und ja, natürlich ist es auch sehr wichtig, also es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern das betrifft auch unsere Partner in China. Wie kann man das Berufsbild in der Landwirtschaft wieder attraktiver machen? Wie kann man junge Leute für die Landwirtschaft gewinnen? Ja. Ich denke, da spielt es sicherlich eine sehr wichtige Rolle. Jetzt Vielleicht ein Punkt hatte ich noch vergessen, wird auch gerne vergessen. Dadurch, dass wir landwirtschaftliche Prozesse untereinander mit digitaler Information verbinden, am besten auch noch ohne Systembruch, können wir natürlich auch rückverfolgen, wie Lebensmittel entstanden sind.
Und ich denke, viele Verbraucher, nicht alle, aber viele, vielleicht ein Drittel oder ein Viertel aller Verbraucher möchte wissen an der Theke, wie ihre Lebensmittel entstanden sind. Und da kann man dann natürlich Lösungen anbieten, wenn alle landwirtschaftlichen Prozesse mit digitaler Information verknüpft wurden. Und wir sprechen da oft von einem digitalen Zwilling des Lebensmittels, das auf diese Weise auf einer Datenbank, zum Beispiel bei dem Lieferanten des Lebensmittels, hinterlegt ist. Und so kann dann vielleicht durch einen QR-Code, der eingescannt wird vom Handy, der Verbraucher sofort erkennen, wie das Lebensmittel entstanden ist, wo es entstanden ist, wann es entstanden ist, welchen Randbedingungen es entstanden ist. Und so ein bisschen mehr Vertrauen auch in die heimische Landwirtschaft wiederhergestellt werden. Für diese Vernetzung, die Sie ansprechen, halten Sie die derzeitige Infrastruktur in Deutschland für ausreichend? Naja, ich glaube, das Internet, also unsere Funknetze und so weiter, dürften zumindest in den Städten für solche Dinge vollkommen ausreichend sein. Auf dem Land, wo es dann darum geht, diese Informationen aus den Landmaschinen in die Cloud irgendwo hineinzubringen, gibt es sicherlich noch große Herausforderungen. Aber da wird derzeit ja auch mit Hochdruck dran gearbeitet. Ein wesentliches Problem sehe ich derzeit noch an der Verknüpfung von unterschiedlichen Cloud-Systemen untereinander. Da ist nämlich so gut wie nichts standardisiert. Also wenn Sie zum Beispiel die Daten von der Cloud von John Deere, also wenn Sie dort Ihr Farmmanagementsystem betreiben, in die Cloud zum Beispiel der nächsten Molkerei oder Käserei oder Mühle übertragen wollen und von dort vielleicht dann weiter noch zum, zum Lebensmittel weiterverarbeitet, zum nachgelagerten Bereich bis hin zum Discounter, dann haben wir so viele Systembrüche dazwischen. Und dafür brauchen wir dringend übergeordnete Lösungen. Wir brauchen Standards, wie eben solche Daten zwischen verschiedenen Cloud-Systemen überhaupt ausgetauscht werden. Gibt es da bereits Ansätze, vielversprechende Ansätze? Naja, Cloud-Systeme sind immer, wenn sie also so oligopolisch organisiert sind, Sie kennen das vielleicht von Amazon oder von Google oder von Apple oder Microsoft, neigen immer dazu, ja, zu Monopolen zu werden. Und wenn Sie dort Ihre Daten einmal herein haben, dann ist es sehr schwierig, diese Daten mit einem anderen Cloud-System zu kombinieren. Also wir brauchen demokratische Cloud-Systeme in Deutschland, um diese Daten vernünftig austauschen zu können. Denn derjenige, der das Cloud-System betreibt, legt ja auch quasi alle Regeln dafür fest und die anderen müssen sich danach richten. Und da kann man auch keine Regel biegen, wie man das vielleicht mit dem einen oder anderen Gesetz mal machen kann oder beugen. Entweder man hält sich ganz genau dran oder eben gar nicht. Und das macht halt viele Probleme. Es gibt derzeit erste Ansätze in diese Richtung. Die Bundesregierung hat ja das Projekt Gaia X gestartet. Soweit ich weiß, 260 Millionen Euro ist dort bei Herrn Altmaier vorgesehen für die nächsten 2, 3 Jahre. Auch die Franzosen beteiligen sich, um das so ein bisschen demokratischer aufzustellen. Aber das reicht bei weitem noch nicht, wenn Sie einfach mal sehen, wie viel Entwicklungsgeld dort bei den anderen, im Wesentlichen großen amerikanischen oder zunehmend auch chinesischen Cloud-Systemen jedes Jahr investiert werden. Also wir brauchen an der Stelle international gültige Standards, die sind am besten bei der ISO untergebracht. Okay. Und wir haben jetzt auch schon angefangen, dort, wir nennen das Extended Farm Data Interfaces, zu beschreiben, um daraus in den nächsten 3 Jahren einen internationalen Standard zur Weitergabe dieser agronomischen Daten zwischen Clouds eben zu beschreiben. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zur Cloud. Es gibt ja in der Zwischenzeit auch schon die Forderung nach europäischen und unabhängigen Clouds in Europa. Wie ist da die Entwicklung? Oder auch würde es Sinn machen, nur eine deutsche Cloud zu entwickeln? Oder spielt doch Europa eine größere Rolle und sollte es auf europäischer Ebene eine gemeinsame Cloud geben? Also zunächst einmal, die deutsche Landtechnikindustrie exportiert etwa 75% der Produkte. Also nur jede 4. Landmaschine verbleibt in Deutschland, die in Deutschland auch hergestellt wird.
Wir sind auch gleichzeitig wohl so sehen das viele, nicht alle vielleicht, aber wir sind schon der Technologieführer in der Landtechnik weltweit in Deutschland. Zumindest ein Gang über die Agritechnica bestärkt einen sehr stark in diesem Eindruck. Von daher ist die deutsche Landtechnikindustrie sehr, sehr daran interessiert, dass wir internationale, nicht nur europäische Lösungen haben. Also viele Maschinen werden nach Brasilien, nach Russland, nach Kanada exportiert, ja, Südafrika, Australien. Und das sind zunehmend wachsende Märkte. Und wir brauchen internationale Lösungen. Europäisch ist da auf jeden Fall zu kurz gesprungen. Wir glauben nicht, dass wir die Datenbanken von staatlicher Seite betreiben müssen. Das kann durchaus privat erfolgen, aber eben mit offenen Standards und Austauschbarkeit. Also das Stichwort heißt dort Interoperabilität, und zwar Handlungsinteroperabilität. Die Datenbanken müssen miteinander reden können, die Daten müssen portierbar bleiben. Ja. Und vor allen Dingen gehören die Daten immer dem Landwirt, die dort eingetragen werden. Genau, das wäre jetzt auch noch ein weiteres Stichwort, Datensicherheit und wem gehören die Daten? Sie sagen, die Daten gehören den Landwirten. Naja, Daten haben erstmal kein Eigentum. Ja? Die Zahl 3 oder Teil 7, die gehört niemand. Ja? Um das mal klar zu sagen. Aber es geht darum, wer darf mit den Daten was tun? Vor allen Dingen, welche Algorithmen darf man auf diese Daten anwenden? Und das sollte eigentlich immer klar sein. Wir vertreten jetzt beim VDM Adenauer durchaus nach vielen Diskussionen die Regeln, die Vorstellung, dass man eben Daten austauscht und dass dabei immer klar sein muss, was ich abgebe und was ich dafür zurückbekomme. Also es gibt zum Beispiel Lösungen von verschiedenen Landtechnikherstellern, die sagen, naja, wenn du mir, lieber Kunde, lieber Bauer, mir die Daten von deinem Traktor gibst, die zum Beispiel über ein Remote-Interface ständig dann bei uns einlaufen, dann garantieren wir dir verschiedene Services, zum Beispiel einen maximalen Spritverbrauch pro Stunde. Und wenn es darüber hinausgeht, dann bezahlen wir das. Oder wir garantieren eine ganz kurzfristige Ersatzteilversorgung, weil wir ja sehen, an welcher Stelle die Maschine überlastet wurde. Ja? Oder viele weitere Dinge, die dann eben möglich sind. Oder dass das Ersatzteil am Sonntagnachmittag per Taxi gebracht wird, in der Erntezeit zum Beispiel, damit es keine Ausfälle gibt. Oder wir garantieren eine Ersatzmaschine, die um die Ecke steht, Fahrer und solche Dinge. Aber eben nur dann, wenn wir diese Daten haben, die wir vielleicht auch brauchen für die Weiterentwicklung der Maschine. Ich kenne derzeit keine Landtechnikfirma, die das zum Nachteil des Landwirts ausnutzen würde. Manchmal gibt es sogar schon Ansätze, die sagen, wir verkaufen dir nicht den Traktor, sondern nur die Traktorstunde. Wir schauen einfach, wie viele Stunden du den Traktor benutzt hast, so wie wenn der gemietet wäre, und rechnen das entsprechend ab. Ja, also gibt es unterschiedlichste Geschäftsmodelle, die über diesen Datentransfer zwischen Landwirt und Landtechnik eben entstehen und auch derzeit entstehen. Ja, damit haben Sie ja schon so angedeutet, wo die Entwicklung hingehen wird, wie sich der Einsatz und die Anwendung in Zukunft entwickeln wird. Was ist aus Ihrer Sicht notwendig? Welche Forderungen hat Ihr Verband zum Beispiel an die Politik? Was muss von politischer Seite noch bereitgestellt werden, damit die Akzeptanz und eben auch die Entwicklungen weiter voranschreiten können? Also da gibt es unterschiedliche Wünsche, die wir haben. Einer unserer Wünsche wurde auch schon weitgehend realisiert. Wir hatten uns gewünscht oder auch ein Stück weit mit dem Bauernverband gefordert, dass wir Schaufenster für moderne Landwirtschaft flächendeckend in Deutschland bekommen, also Musterbetriebe, in denen sich die Politik, die Gesellschaft, Journalisten und so weiter anschauen können, wie gut moderne Landwirtschaft funktionieren kann. Dazu wurden 14 Experimentierfelder in Deutschland eingerichtet, flächendeckend verteilt. Das fanden wir sehr gut. Weiterhin wünschen wir uns, dass innovative Technologien, die vielleicht noch nicht unbedingt immer wirtschaftlich sind, aber auf jeden Fall sehr Gutes der Umwelt antun, vielleicht eine Zeit lang gefördert werden, bis sie sich durchgesetzt haben. Ich denke da zum Beispiel an Stickstoffsensoren in der Gülle
Also dass man Gülle nicht verteilt nach Menge, sondern nach Stickstoffgehalt. Oder ich denke daran, dass wir Stickstoffsensoren in den Pflanzen, also vorne am Traktor haben, die dann über so Nahinfrarot funktioniert das, sozusagen den Stickstoffgehalt des Bodens und der Pflanzen online bestimmen und entsprechend dann aufteilen. Ich würde mir wünschen, dass wir künftig viel mehr Pflanzenschutzspritzen haben, die alle mit Kameras ausgestattet sind, um eben festzustellen, welche Pflanze dort womit bespritzt wird, welche Krankheiten sie hat. Ja. Das geht bis dahin, dass man am Ende der Überfahrt über den Acker weiß, wie viele Pflanzen von welcher Sorte auf dem Feld stehen. Nicht? Und dann kann man eben viel passgenauer die Chemie ausbringen. Das sind derzeit noch Verfahren, die zwar schon im Ansatz ganz gut funktionieren, aber die sicherlich noch ein paar Jahre gefördert werden müssen, dass sie sich dann flächendeckend durchsetzen. Und dann kann auch die Förderung wieder eingestellt werden. Aber so als Anschubförderung, um den Markt zu öffnen, da würden wir uns gerne noch etwas mehr Engagement des Staates wünschen. Okay, gut. Ja, vielen Dank. Also Sie haben da ja schon jetzt auch einen Ausblick in die Zukunft gegeben. Haben Sie eine Vision, wie Smart Agriculture in 10 Jahren in der Praxis in Deutschland aussehen wird? Ja, also zunächst einmal glauben wir, dass die durchschnittliche Hofgröße in Deutschland weiter zunehmen wird. Ja? Also es geben ja hier und da landwirtschaftliche Betriebe auf, aber die landwirtschaftliche Fläche wird ja nicht viel kleiner. Also insofern werden die Höfe größer. Wir werden weiterhin sehen, dass wir Personalmangel haben, gerade so zur Erntezeit in Deutschland. Ich denke, wir werden in 10 Jahren viel mehr kooperative Landmaschinen sehen, vielleicht Landmaschinen, wo auf 2 Landmaschinen nur ein Fahrer sitzt und die zweite Landmaschine quasi beobachtet wird und gesteuert wird von der ersten Landmaschine. Wir werden sehen, dass wir in viel stärkerem Maße mechanische Unkrautbekämpfung haben werden, statt chemischer. Durch Hacken zum Beispiel, oder da gibt es entsprechende Roboter, die kamerabasiert eben um die Pflanzen herum das Unkraut entfernen, oft in den Boden drücken, also nicht rausreißen, sondern einfach in den Boden drücken, weil das auch die Feuchtigkeit dann nicht verändert. Wir werden, ich hoffe, wie ich schon sprach, die Stickstoffbilanzen besser in den Griff haben mit digitaler Landwirtschaft in 10 Jahren durch Sensorik, weil man sieht dem Boden nicht an, wie viel Stickstoff er enthält und wie viel er braucht, sondern das muss man am besten kurz vor dem Ausbringen messen. Und dann glauben wir auch, dass wir gerade so im Umfeld von ganz großen Städten auch zunehmend vielleicht noch solche Betriebe haben, die so Halbtagsbetriebe vielleicht, ja, so Nebenerwerbsbetriebe, weil doch das Interesse an der eigenen Ernte vielleicht auch wachsen wird in Deutschland. Die Leute bauen sich auch gerne mal selber was an. Und da muss dann auch digitale Landwirtschaft geeignet sein, diese Menschen zu unterstützen, dass sie quasi so einen vielleicht 5 Hektar großen Betrieb mit digitalen Helfern auch sozusagen an 2 Stunden nachmittags sozusagen betreuen können. Das glaube ich auch. Und auch da sind wir jetzt an Lösungen, ja, dass das eben möglich ist. Ja? Dass die Leute sich also auch neben ihrem normalen Beruf vielleicht noch mit Landwirtschaft beschäftigen können. Ja? Ah, das sind ja sehr interessante Aussichten. Ja, mal schauen, nicht? Ich denke, dass das sicherlich in China auf großes Interesse stößen wird. Mhm. Dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Herr Wittkamp. Ja, sehr gerne.